Was wäre, wenn Kochen mehr ist als ein reines Handwerk zur Nahrungszubereitung? Gibt es mehr dahinter als das pure Hungerstillen? Ich freue mich riesig auf diese Woche, denn ich bekomme Besuch. Und dafür treffe ich jetzt ein paar Vorbereitungen. Ich mache natürlich wieder ein super leckeres Dinner mit ich mache natürlich wieder ein super leckeres Dinner. Dafür gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Ja. Hallo Maus. Heute möchte ich dich mitnehmen in meine Welt, in der ich versuche, die innere Erfüllung zu finden. Ganz für mich alleine, irgendwo in Nordschweden. Und so viel kann ich schon mal spoilern. Ich finde mehr und mehr zu meiner Essenz und zu dem, was mich glücklich macht. Ich liebe es, mich dem eigentlich trockenen Thema Nahrungszubereitung auf einer ästhetischen Weise anzunähern. Und dazu gehört für mich auch das Ganze drumherum. Die Gestaltung, denn das Essen ist etwas Sinnliches und ich möchte, dass sich alle Sinne angesprochen fühlen. Essen ist für mich ein Erlebnis. Essen ist Nahrung für die Seele. Soul Food eben. Das war mein erster Versuch, einen Lavendel-Matcha-Latte zu machen. So richtige Schichten sind dabei jetzt leider nicht entstanden. Das nächste Mal werde ich das wieder auf meine Weise machen und erst die Milch eingießen und dann den Matcha, denn dann funktioniert das besser mit den Schichten. Und ich muss natürlich auch noch dran arbeiten, die Lavendelmilch ein bisschen mehr ins Violette zu bringen. Aber wir probieren das Ganze jetzt trotzdem mal. Sehr lecker. Es ist unfassbar schön, dass die Sonne endlich wieder da ist. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt geht's Schneeschuhwandern mit meinem Nachbarn. Das Gefühl von Leichtigkeit habe ich in diesem Winter extrem vermisst. Ich habe mich intensiv mit meiner Gedankenwelt auseinandergesetzt und gleichzeitig gemerkt, wie viel Schwere ich dadurch in mein Leben hole. Deswegen tut es mir gerade so gut, simple Momente zu genießen, wie diese Schneeschuhwanderung. Das ist fantastisch. Körperliche Aktivität ist sowieso essentiell in dieser eisigen Jahreszeit, in der Licht Mangelware ist. Bewegung und Spaß miteinander haben gibt mir gerade ein Stück mehr Leichtigkeit. Allmählich finde ich wieder zurück zu meiner kreativen Experimentierfreudigkeit. Und auch bei all den Rezepten, die ich selbst entwerfe oder nachkoche, teste ich aus, verwerfe wieder und bin manchmal selbst von mir überrascht, wenn etwas besser funktioniert als gedacht. Ich schreibe mir ja mittlerweile meine Rezepte immer vorher auf, bevor ich sie koche und mache.
Es hat nämlich den Vorteil, wenn ich was richtig Geiles mache, dann kann ich das genauso reproduzieren und muss mir nicht ständig überlegen, wie ich das eigentlich gemacht habe. Wenn ich was richtig Geiles ohne Rezept vorher gemacht habe, dann weiß ich das nämlich nie. Mein violetter Matcha Latte gestern hat ja nicht so gut funktioniert. Heute mache ich einen zweiten Versuch. Ich bin keine Expertin, ich teile nur meine Erfahrungen und das, was sich für mich stimmig anfühlt. Sieh es gerne als Inspiration. Matcha besteht aus Stärke, aus Aminosäuren, vor allem L-Theanin, aus feinen Bitterstoffen, die alle empfindlich reagieren, die alle auf Hitze empfindlich reagieren. Deswegen mache ich immer so einen kalten Start. Das bedeutet, ich gieße das Pulver vorher mit kaltem Wasser auf und streiche das ganz vorsichtig zu einer glatten Textur. Das hat den Vorteil, dass es weniger bitter schmeckt. Es wird mehr Umami-lastig. Am Ende habe ich einen schönen, weichen, runden Geschmack mit einer cremigen Textur. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich habe einen feinporigen Schaum. Das Ganze wirkt viel runder. Und ja, das ist nichts Ausgedachtes von mir. Das ist ein traditionelles Verfahren, was schon seit Jahrtausenden angewendet wird. Und so mache ich meinen Matcha immer. Jetzt kommt der spannende Part. Ich gieße jetzt meine Lavendelmilch über meinen Blaubeersaft und hoffe, dass es sich schichtet. Ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich nicht alleine durch mentale Arbeit gesund leben kann. Es ist ein wichtiger Teil, aber eben nur ein kleines Bruchstück. Gesundheit und Glück sind so unglaublich komplex und individuell, dass es hierfür kein Allgemeinrezept gibt. Ich beschäftige mich mehr und mehr damit, wie sich mein Nährstoffhaushalt auf meine mentale und körperliche Gesundheit auswirkt. Das ist Magie im Glas. Magic. Das ist unfassbar, das hat funktioniert. Und ich habe mir das Rezept aufgeschrieben. Geil. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Ein kleines bisschen Luxus in Schweden. Fantastisch. Man muss aber aufpassen, dass sich die Säure vom Blaubeersaft nicht mit dem Matcha vermengt. Ist keine so gute Geschmacksidee. Guten Morgen. Ein neuer Wintertag.
Heute ist ein schöner Tag. Ich freue mich auf meinen Besuch heute und auf das Essen kochen. Bevor ich das mache, gibt es erstmal ein schönes, gesundes, nahrhaftes Frühstück. Ich mache mir gebackene Haferflocken, glutenfrei, mit einer Banane, mit 2 Eiern, Proteinpulver. Und dann gibt es noch ein bisschen Kokosjoghurt dazu und frische Früchte und noch ein paar gemahlene Nüsse. Let's go! Gesunde Nahrung zuzubereiten ist für mich zur Lebensaufgabe geworden. Und das beinhaltet auch, dass ich mich mit zusätzlichen Vitaminen versorge. Denn meiner Meinung nach wird das immer wichtiger in unserer ausgelaugten Welt, in der die Nahrung uns nicht mehr mit dem versorgen kann, was wir brauchen. Das ist das Kunstwerk. Und damit das Ganze noch ein bisschen nahrhafter wird, träufle ich darüber jeden Tag Vitamin D-Tropfen und ich habe auch immer ein Öl da, immer verschiedene Öle. Aktuell ist es ein Algenöl, was ich nutze für Omega-3-Fettsäurenversorgung. Ja, und so mache ich das Ganze einfach ein bisschen nahrhafter. Einen großen Teil meiner Zeit pro Tag nutze ich zum Kochen, Backen und Drinks zubereiten. Diese Zeit nehme ich mir so bewusst es geht. Natürlich gibt es auch in meinem Leben Tage, an denen keine Zeit da ist für groß angelegte Kochaktionen. Doch jetzt, wo ich im Überfluss Zeit habe, investiere ich sie in dieses Hobby. Aber eigentlich ist es mehr als das. Es ist eine Investition in meine Gesundheit. Mein Dinner ist fast fertig. Den Reis habe ich jetzt noch gekocht in einem Auszug aus Kiefernadeln. Das gibt dem einen ganz besonders waldigen Geschmack und das mag ich immer sehr. Ein bisschen eine harzig-bittere Note. Passt also perfekt zu meinem japanisch angehauchten Gericht. Ja, ich habe zwar jetzt wieder 2 bis 3 Stunden lang gekocht, aber es macht mir immer unglaublich viel Spaß, gesundes Essen zuzubereiten. Und wenn ich weiß, ich kann das dann noch jemandem servieren, der das zu schätzen weiß, dann macht es mir doppelt so viel Spaß. Ich mag das sehr gerne, das zu teilen. Und deswegen freue ich mich auf heute Abend. Jetzt werde ich mich fertig machen und mein kleines Buffet anrichten. Und dann kann der Abend beginnen. Eine Sache wird mir gerade sehr bewusst. Ich liebe es, für andere zu kochen. Es ist für mich die pure Erfüllung, ein Dinner als Erlebnis für die Sinne zu gestalten. Es gibt mir so viel zurück, wenn ich spüre, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Wenn ich merke, dass sie in ein pures Geschmackserlebnis eintauchen. Genau das ist es, was mir gerade so viel Leichtigkeit beschert. Das Teilen meiner Erfahrung. Mehr braucht es gerade nicht. So sieht's aus, wenn man einen wundervollen Abend hatte.
Bin noch ein bisschen durch. Und jetzt geht's erstmal ins Aufräumen. Dann esse ich Frühstück. Und dann erzähle ich euch von meinem wundervollen Abend. Bald habe ich den Winter überlebt, einen weiteren Winter hier in Schweden mit Eiseskälte. Aber jetzt die letzte Zeit hat es definitiv einfacher für mich gemacht, denn ich finde es immer wieder erstaunlich, was sich für neue Möglichkeiten eröffnen, seit ich diesen YouTube-Kanal hier gestartet habe und seit er wächst. Das ist unglaublich für mich zu sehen, das hätte ich nämlich nie erwartet. Mein Dinner war ein Kennenlern-Dinner und ich habe sie kennengelernt über meinen YouTube-Kanal. Und da es ein Kennenlern-Dinner war, hatte ich eben diesen Respekt, dass ich nicht alles mit der Kamera filmen wollte, eben weil es darum ging, dass wir uns beide erstmal kennenlernen. Und es war absolut schön. Es hat mir so viel Leichtigkeit gebracht, dieser Abend. Es war unglaublich schön, dass ich mal wieder unbeschwert lachen konnte, ohne über schwere Dinge nachdenken zu müssen. Das ist etwas, das mir unglaublich gefehlt hat in der Zeit zuvor und was ich extrem genossen habe. Ich habe auch ein wundervolles Päckchen von einer Followerin bekommen und darüber habe ich mich extrem gefreut. Denn es ist so unglaublich schön zu sehen, dass ihr als meine Zuschauer natürlich wisst, was mir wichtig ist und was mir gefällt. Und dann so ein wunderschönes Päckchen zu bekommen, das war eine riesengroße Freude für mich. Danke dafür. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen geben in Bezug auf gesunde Nahrungsmittelzubereitung. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, ich werde auch ein bisschen diese Richtung beibehalten, weil es mich aktuell sehr, sehr glücklich macht, das zu tun und auch das zu filmen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze hier weiterentwickeln wird, was dieses Jahr zu bringen hat. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Woche und darauf, euch alle wiederzusehen. Ciao, ciao.